Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Meine Hochelfen machen jetzt eine Pause vom Armeeaufbau, weil von einigen meiner alten Modelle muss die Farbe noch runter. Deshalb geht es diesen Monat mit den Bretonen weiter. Der Dorfälteste Cedric hatte neben dem jungen Oswin noch einen weiteren Boten ausgesandt, der Baron Tancred über die Bedrohung durch die Tiermenschen unterrichten sollte. Pierre hat mittlerweile die Burg des Barons erreicht und hofft auf dessen Hilfe. Pierre kniete auf dem Boden, den Blick gesenkt. Und deswegen wurde ich vom Dorfältesten Cedric hierher geschickt, um euch die Warnung zu überbringen, dass eure Ländereien angegriffen werden. Mylord, fügte er hastig hinzu. Hoffentlich hatte er keinen Fehler gemacht. Ihm war es ohnehin nicht wohl in seiner Haut. Pierre hatte die Burg noch nie von innen gesehen und auch die kleine Stadt noch nie alleine besucht. Gut, er war hier gewesen, wenn Vater auf dem Markt die Überschüsse des Hofes verkaufte, die sie nicht selber verbrauchten. Die Burg war aber immer ein magischer Ort gewesen, den man nur von außen zu sehen bekam. Fast schon wie die aus den Geschichten und Liedern der Troubadouren und Spielleute, in denen die edlen Damen gefangen gehalten wurden. Und jetzt kniete er hier in der großen Halle vor dem Baron. Auch dieser Ort sah aus wie aus einem Märchen. Große Banner hingen von der Decke, an den Wänden hingen die Schilde der Ritter Baron Tancreds und die seiner Familie. Der Baron saß auf einem erhöhten Sitz, so dass er die ganze Halle überblicken konnte. Hinter ihm war ein großer Kamin. In der Halle war der Hofstaat versammelt. Ritter, kleinere Adlige, Hofdamen und ihre Zofen. Alles sah aus wie in einem Märchen und obwohl er fasziniert von dieser Welt war, fühlte er sich immer unwohler unter dem strengen Blick des Barons. »Was hat euer Dorfältester unternommen?« fragte der Baron. »Er hat die Miliz zusammengerufen und meinen Freund Oswin und mich losgeschickt, um Hilfe zu holen, Mylord. Außerdem bin ich auf dem Weg zu euch 2 Rittern begegnet. Aber ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Sprich weiter«, forderte Baron Tancred ihn auf. »Die Bestien waren hinter mir her, und einer der Herren befahl mir weiterzureiten. Ich weiß nicht, was dann geschah.« Cedric hatte ihm eingeschärft, nur dann zu sprechen, wenn er dazu aufgefordert wurde, und den Baron auch nur dann direkt anzusehen, wenn dieser es gestattete. »Dann wollen wir der Herrin vertrauen und hoffen, dass diese beiden Ritter überlebt haben. Ich nehme an, euer Dorfältester hat Nachricht an Sir Wulfric gesandt.« »Ja, Herr, natürlich. Ihr kennt ihn?« Pierre schlug sich die Hand vor den Mund, weil er so vertraulich zu seinem Herrn gesprochen hatte. Ein paar der Anwesenden lachten leise. Natürlich wusste der Baron, wer Sir Wulfric war. Immerhin war er der Baron. Pierre spürte, wie sein Kopf rot wurde vor Verlegenheit. Jetzt hielten sie ihn wirklich für einen unbeholfenen Bauerntölpel. Er machte sich schon auf eine scharfe Zurechtweisung gefasst. Stattdessen lachte der Baron. »Das will ich doch hoffen. Er ist mein Onkel. Aber so weiß ich, dass euer Dorf vorerst in Sicherheit sein sollte. Wulfric ist ein erfahrener Ritter und Anführer. Früh gewarnt ist halb gewappnet, wie mein Vater immer zu sagen pflegte. Und nun, mein Junge, ruh dich aus. Es wird ein paar Tage dauern, bis die Truppen versammelt sind. So lange bleibst du hier auf der Burg. Du kannst mit dem Gesinde hier in der Halle schlafen.« Mittlerweile erfüllte ein Raunen die Halle und Pierre hatte das Gefühl, in einem Bienenkorb zu sein. Da er nicht wusste, was er tun sollte, blieb er weiter vor dem Baron knien. »Du bist entlassen«, sagte dieser. Dann hob er die Hand und ein Junge, der vielleicht 10 Sommer zählte, stand an der Seite des Barons. »William, bring diesen Mann in die Küche, der Koch soll ihm zu essen geben und er soll sich ausruhen.« Der Junge nickte und führte Pierre, der sich mittlerweile erhoben hatte, aus der Halle fort. Es war an der Zeit, den Rat einzuberufen. Tancreds Blick wanderte durch die Halle. Sir Michael stand in der Nähe der zweiflügeligen Tür und sprach mit einem der älteren Knappen. Dann bemerkte er den Blick seines Herrn. Der Baron nickte kaum merklich und Sir Michael erwiderte. Er beendete das Gespräch mit dem Knappen und kam auf den Baron zu. »Giles ist unterwegs und beruft die Mitglieder des Kriegsrats zusammen.« »Sehr gut, mein Freund«, sagte Tancred. »Wir werden im Solar auf Sie warten. Alle anderen sollen mit den Vorbereitungen beginnen.« »Jawohl, ich habe Giles bereits erste Anweisungen erteilt. Die Ritter sollen ihre Vorbereitungen treffen, die Schreiber verfassen Botschaften an unsere Nachbarn und eure Vasallen werden mit ihren Kriegern auf die Burg berufen. Außerdem soll er mit dem Kellermeister und dem Koch die Vorräte inspizieren. Ich schätze, bis alle abmarschbereit sind, wird wenigstens eine Woche vergehen.« Der Baron nickte. Eine Woche war lang und viel konnte in dieser Zeit geschehen. »Du hast vorausschauend gehandelt, wie immer, mein alter Freund. Gehen wir.« Er erhob sich von seinem Sessel und die beiden Männer verließen die große Halle, die sich augenblicklich zu leeren begann. Das Solar war ein heller Raum über der großen Halle. In der Regel blieb dieser Raum der Familie des Barons vorbehalten und bot ihr mehr Privatsphäre als die Halle. In manchen Burgen war es auch zugleich das Schlafzimmer des Burgherrn. Die Wände waren holzvertäfelt und mit Wandteppichen geschmückt. Die Deckenbalken und Säulen waren so geschnitzt, dass sie wie Bäume aussahen, deren Äste sich zu einem Blätterdach verwoben hatten. Die großen Fenster ließen das Tageslicht in den Raum und tauchten ihn in ein warmes, helles Licht. Ein großer Tisch stand in der Mitte. Baron Tancred nahm am Kopfende gegenüber der Tür Platz. Sir Michael ließ sich, wie immer, an seiner rechten Seite nieder. Einer der Pagen, die ihnen gefolgt waren, brachte einen Krug Wein, Becher und schenkte beiden Männern ein. Es dauerte nicht lange, bis es an der Tür klopfte. Auf ein Nicken des Barons wurde die Tür geöffnet. Eine junge Frau trat ein. Die Ritter standen auf, als sich die Dame an der Tafel niederließ. »Lady Isabel«, sagte der Baron, »bitte nehmt Platz.« Die Dame lächelte die Männer an und bedankte sich, als auch ihr ein Kelch mit Wein serviert wurde. Die Anwesenden schwiegen. Es schien beinahe so, als ob es niemand wagen wollte, die Gedanken der anderen zu stören.
Es klopfte erneut. Ein bulliger, vernarbter Mann trat ein, der sich sichtlich unwohl fühlte. Ribot war der Waffenmeister des Barons und wurde höchst selten in dessen Solar bestellt. Es war weniger die Gesellschaft als vielmehr der Ort, der ihm Unbehagen bereitete. Sein Platz war auf dem Übungsfeld, wo er die Landsknechte und Knappen im Gebrauch der Waffen unterwies. Sein Handwerk war der Krieg, und sein Können hatte ihm den Respekt seines Herrn und der Ritter eingebracht. Auch wenn der Standesunterschied bestehen blieb, so wurde er gerade in Kriegszeiten von einigen Rittern wie ein Gleichgestellter betrachtet, während die jungen fahrenden Ritter ihn meist mit einer Form der höflichen Nichtbeachtung tolerierten. Das machte ihm schon lange nichts mehr aus. Meistens hielt dieses Verhalten bis zu dem Kampf an, in dem er mit seinen Landsknechten den bedrängten Heißspornen zu Hilfe kam und sie aus der Misere befreite, in die sie sich selbst gebracht hatten. In diesem Raum aber fühlte er sich immer unwohl. Ständig befürchtete er, etwas zu beschädigen oder schmutzig zu machen. Und Baronin Cecile mochte es nicht, wenn jemand Dreck in ihre Privatgemächer trug. Er verbeugte sich vor den Anwesenden und stellte sich neben die Pagen. »Nun, wo wir alle versammelt sind, können wir anfangen«, begann der Baron. »Ihr wisst, warum wir hier sind, deshalb komme ich gleich zum Punkt. Wie lange dauert es, bis wir aufbrechen können, um Coville zu entsetzen? Ribot, wie schnell könnt ihr die Soldaten abmarschbereit haben?« Der Angesprochene verneigte sich. »My Lord, die Vorbereitungen haben bereits begonnen, aber es wird wenigstens 3 Tage dauern, bis alle abmarschbereit sind und die Patrouillen wieder auf der Burg sind.« »Wie weit ist es bis nach Coville?« fragte der Baron. Sir Michael nickte einem der Pagen zu, der an eine Truhe herantrat und eine zusammengerollte Karte daraus hervorholte. Er reichte sie dem Ritter, der sie vorsichtig auf dem Tisch ausrollte. Die Karte stammte noch von Tancreds Vater, der sie von seinem Vater erhalten und über die Jahre immer weiter ergänzt hatte. Alle erhoben sich, auch Ribot trat näher an den Tisch heran. »Wir sind hier«, sagte der Baron und zeigte mit dem Finger auf das Bild einer Burg. »Coville ist hier.« Der Junge sagte, dass er 2 Tage durchgeritten ist, nachdem er eine Nacht im Wald verbracht hatte. Das heißt, dass es wenigstens 4 Tage dauern wird, mit einer größeren Streitmacht das Dorf zu erreichen. Sir Michael nickte. Möglicherweise sogar 5 oder mehr, falls wir auf starken Widerstand stoßen sollten. Tancred nickte. Das heißt, es wird im schlimmsten Fall 3 Tage dauern, bis die Aufgebote versammelt sind, weitere 4 oder 5, bis wir das Dorf erreichen. In dieser Zeit kann viel geschehen. Mein Onkel ist ein erfahrener Kämpfer und hat die Unterstützung 2 anderer Ritter und einer Gruppe von Pilgern. Bei diesen Worten schnaubte Sir Michael verächtlich. »Du möchtest etwas sagen, Michael?« fragte der Baron mit erhobener Augenbraue. »Pilger würde ich nicht gerade als Unterstützung ansehen. Unzuverlässig. Bestenfalls.« Der Baron lächelte und nickte. »Du kannst recht haben, aber nichtsdestotrotz sind sie jetzt dort und nur die Herren weiß, wie sie sich gerade schlagen. Ich möchte, dass die Knappen das Dorf und diese Horde auskundschaften. Schickt sie noch heute los. Sie sollen sich auf keine Gefechte einlassen. Schärft ihnen das ein. Wir müssen wissen, was los ist und was uns dort erwartet. Sie sollen aufbrechen und sich beeilen. Ribot, macht den Männern klar, dass es kein Getrödel geben wird. In 3 Tagen werden wir marschieren. Spätestens dann sollten alle unsere Verbündeten hier sein. Es wird keinen großen Tross mit Zelten und Wagen geben. Jeder wird seine Verpflegung selber tragen. Wir werden keine Zeit mit dem Aufbau eines Lagers verschwenden.« »Jawohl, my Lord«, bestätigte Ribot. »Die Jäger werden vor dem Heer ausschwärmen und uns so lange als Augen und Ohren dienen, bis die Knappen wieder da sind.« »My Lord«, erklang die sanfte Stimme von Lady Isabel. »Vielleicht sollten wir eurem Onkel und seinen Mitstreitern auch andere Verstärkung schicken. Und das schon heute.« Sie lächelte. Der Baron sah die junge Frau an. »Milady, es steht mir nicht zu, über euch zu befehlen. Wenn ihr es wünscht, werde ich eine Eskorte zusammenstellen, die für eure Sicherheit garantieren wird.« Lady Isabel lächelte und nickte dankbar. »Auf dem Weg hierher habe ich mitbekommen, dass ein paar der fahrenden Ritter es nicht erwarten können, endlich gegen die Bestien zu Felde zu ziehen.« Während die Dame sprach, breitete sich ein Lächeln über das Gesicht des Barons aus. Tancred dachte nach. Einige Knappen könnten zurückbleiben und als Schirm vor den Rittern mit der Dame reiten, um sie vor möglichen Gefahren zu warnen. Das Einzige, was ihm Sorgen machte, war, dass bei ein paar der jungen Ritter das Blut hochkochen und sie sich ohne Rücksicht auf den erstbesten Feind stürzen würden. Irgendeinen Hitzkopf gab es immer, der glaubte, dass ein Angriff mit eingelegter Lanze jedes Problem lösen konnte. Andererseits war Sir Galon zwar ein Heißsporn, aber immerhin einer mit einem kühlen Kopf, wenn es darauf ankam. Das hatte er auf einem Turnier vor ein paar Wochen bewiesen, als er seine Gruppe im Buhurt beinahe zum Sieg geführt hatte und sich nur den erfahreneren Rittern des Königs geschlagen geben musste. Die fahrenden Ritter waren dem Baron nicht zur Gefolgschaft verpflichtet, weil sie Bretonia auf eigene Faust bereisten, um sich einen Namen zu machen und sich zu beweisen. Aber keiner von ihnen würde sich weigern, eine Dame der Herren des Sees auf dem Weg in die Gefahr zu begleiten. Wenn Sir Galon das Kommando bekäme, sollte er seine Freunde ganz gut im Griff haben. Der Baron nickte und sagte wie zu sich selbst: »Ich denke, das ist ein guter Plan.« Dann sah er auf. »Ja«, wandte er sich an einen der Pagen. »Bitte hol Sir Galon. Lady Isabel braucht eine Eskorte.« So geht dann wieder eine Geschichte aus Bretonia zu Ende und auch die fahrenden Ritter sind fertig. Wie euch aufgefallen ist, sind Lady Isabel und Sir Galon nicht dabei, weil mir da im Verlauf des Schreibens eine eigene Geschichte eingefallen ist. Bleibt also weiter spannend, hoffe ich. Wie immer hoffe ich natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir einen Like oder Kommentar da, wenn es das getan hat. Teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.